Der Botanische Garten der Universität Zürich ist eine beliebte Oase der Erholung und wichtiger Lehr- und Lernort für Schüler und Studenten. An über 8000 Pflanzenarten können die Besucher die Vielfalt der Pflanzenwelt erleben. Doch wie ist diese Vielfalt entstanden? Um diese Frage zu beantworten, untersuchen Wissenschaftler des Instituts für systematische Botanik der Universität Zürich einheimische und exotische Pflanzen. Um zu erforschen, wie die Vielfalt der Pflanzenwelt entstanden ist, führen die Wissenschaftler an unserem Institut sowohl Arbeiten draußen in der Natur als auch hier im Botanischen Garten durch. Die Vorteile der Arbeit im Garten liegen ganz klar darin, dass es hier möglich ist, die Umweltbedingungen, also was Klima, Böden oder Bestäubung angeht, besser kontrollieren zu können. Aber nicht alle Pflanzen sind einfach in einem botanischen Garten zu halten. Und letztlich sind es die Gärtner, die uns mit ihrer Pflege der Pflanzen ermöglichen, unsere Forschung durchzuführen. Für die Forschungsarbeiten an Farnen von Doktorand Dirk Karger müssen die Gärtner optimale Bedingungen im Gewächshaus schaffen. Weltweit gibt es ungefähr 12.000 Farnarten, das vor allen Dingen in tropischen Gebirgen. In unserem Forschungsprojekt versuchen wir zu ergründen, warum das so ist. Dazu habe ich 2 Jahre lang die Inselwelt Südostasiens bereist. Um allerdings die Details zu verstehen, muss ich die Farne auch unter den kontrollierten Bedingungen hier im Gewächshaus in Zürich betrachten. Und da bietet einem der Botanische Garten mit seiner Farnsammlung die Möglichkeit, die Farne auch unter Bedingungen zu untersuchen, die in der Natur so nicht möglich sind. So können die Gärtner zum Beispiel mittels Computersteuerung ganz präzise Einfluss auf die Sonneneinstrahlung in den Gewächshäusern nehmen. Auch die Luftfeuchtigkeit lässt sich über Düsen beeinflussen und exakt kontrollieren. Die genaue Klimakontrolle in den Gewächshäusern ermöglicht es Dirk Karger zu messen, inwiefern die Photosynthese der Farne von Umweltbedingungen beeinflusst wird. Erste Ergebnisse zeigen, dass Farne einen ganz anderen Wasserhaushalt als Samenpflanzen haben. Sie verbrauchen ungefähr doppelt so viel Wasser wie andere Pflanzen, die direkt neben ihnen wachsen. Und dies könnte erklären, warum wir die größte Vielfalt an Farnen wirklich im tropischen Regenwald haben. Doch nicht nur Klimabedingungen müssen durch die Gärtner kontrolliert werden. Besonders schwierig wird es, wenn für die Forschung die Wurzeln von Pflanzen untersucht werden sollen. Für die Forschungsarbeiten von Professor Peter Linder haben die Gärtner Restionaceen, grasartige Gewächse aus Südafrika, gepflanzt. Die Kapflora von Südafrika ist eine ganz besondere Flora, die ist extrem artenreich. Und eine der ungewöhnlichen Elemente, die wir in die Kapflora haben, sind diese grasähnliche Pflanzen, die zur Familie Restionaceen gehören. Was die besonders machen, ist, dass die Umweltbedingungen, worin sie gedeihen und leben, extrem schwierig ist. Zum einen Teil sind die Boden sehr nährstoffarm und zum anderen Teil regnet es nur im Winter und die Sommer sind sehr trocken. Was uns interessiert, ist, wie die Pflanzen Anpassungen gebildet haben, um Nährstoffe aus diesen miserablen Böden holen zu können. Forschungsgärtner Markus Meyerhofer hat in Zusammenarbeit mit den Forschenden hierfür ein Experiment angelegt, um die Wurzeln dieser Pflanzen untersuchen zu können. Da sich Wurzeln, die im Boden wachsen, nur schwer beobachten lassen und man sie nicht einfach trennen kann, ohne sie zu beschädigen, wurden die Pflanzen in Wasserbehältern angezogen. Hier konnte die Nährstoffzugabe exakt kontrolliert und das Wurzelwachstum verfolgt werden. Das erlaubt uns dann, die Wurzelwuchsform sehr genau untersuchen zu können, ohne das mühsame Trennen von Bodenreich und Wurzel, die wir sonst haben würden in den Töpfen. Die Forschenden fanden entgegen ihren Erwartungen heraus, dass nicht die Nährstoffe ausschlaggebend sind für die Entwicklung der Wurzeln, sondern die Sauerstoffversorgung im Boden.
Neben südafrikanischen Gräsern bilden Primeln ein anderes Forschungsfeld. Primeln, den meisten von uns aus Gärten wohl bekannt, kommen mit weit über 500 Arten von Europa bis in den Himalaya vor. Gegenwärtig werden im Botanischen Garten Zürich 80 Primelarten kultiviert. Um die Evolution der Vielfalt der Primeln zu verstehen, brauchen die Forscher umfangreiche Lebenssammlungen, an denen sie Arten aus unzugänglichen Regionen untersuchen und Experimente durchführen können. Die Sammlung wird deshalb beständig erweitert. Nicht alle Arten sind jedoch so leicht zu kultivieren wie die Gartenprimel. Viele Arten stammen aus dem Hochgebirge und haben spezielle Ansprüche an ihren Lebensraum. So brauchen einige zum Beispiel tiefe Bodentemperaturen. Hierfür wurde im Gewächshaus eigens ein Kühlbeet entworfen, in dem der Boden heruntergekühlt werden kann. Die Töpfe stehen in Granulat, unter dem Rohre mit Kühlflüssigkeit verlaufen. Neben der ständig notwendigen Kontrolle und Anpassung der Bodentemperatur können auch Schädlinge die Aufzucht der Primeln erschweren. So machen zum Beispiel die Larven des Dickmaulrüsslers den Gärtnern das Leben schwer. Sie fressen den Wurzelhals der Primeln ab und lassen die Pflanzen vertrocknen. Einmal erfolgreich von den Gärtnern kultiviert, bilden Primeln die Basis für die Forschungsarbeiten von Professor Elena Conti. Wir untersuchen, wie bei den Primeln der Pollen übertragen wird, sowohl zwischen gleichen als auch unterschiedlichen Arten. Hierfür benutzen wir Experimente mit Hummeln in Flugkäfigen. Um herauszufinden, wie gut die Insekten den Pollen zwischen Blüten unterschiedlicher Form und Größe transportieren, wurden den Bienen im Flugkäfig gezielt verschiedene Blüten präsentiert. So konnte genau ausgezählt werden, wie viel Pollen durch die Bienen von einem Blütentyp zum anderen transportiert wurde. No cleaning, please. Yes. Die Primelsammlung wird jedoch nicht nur für Bestäubungsexperimente verwendet. Sie ermöglicht den Forschenden auch, die Evolutionsgeschichte mit Hilfe molekularer Methoden nachzuvollziehen. Die hierfür benötigte DNA extrahieren die Forschenden aus den kultivierten Pflanzen. Im Labor werden dann Genabschnitte der Pflanzen in einem Sequenzierer ausgelesen, um ihre Verwandtschaftsverhältnisse zu entschlüsseln. Je ähnlicher die als Farbbanden sichtbaren Muster zwischen Arten sind, desto näher sind sie miteinander verwandt. So können die Forschenden zum Beispiel herausfinden, wann und wie oft verschiedene Blütentypen im Laufe der Evolution entstanden sind. Auch 150 Jahre nachdem Charles Darwin die Grundlagen der Evolution erkannt hat, sind weltweit Forschende damit beschäftigt, zu entschlüsseln, wie die etwa 10 bis 20 Millionen Tier- und Pflanzenarten, die es auf der Erde gibt, entstanden sind, was ihre Verbreitung bestimmt und welche Rolle sie in Ökosystemen spielen. Hier am Botanischen Garten der Universität Zürich sind etwa 20 Gärtner tagtäglich damit beschäftigt, um die 8000 Pflanzenarten zu pflegen. Ohne den Garten und die Gärtnerarbeit wäre die Forschungsarbeit, die der Vielfalt der Pflanzenwelt auf der Spur ist, gar nicht denkbar.